Ik wil ook van jou s'morgens ook een beetje bekend maken. Ik weet, wanneer ik uitchecken doe en wer hier zondag is, dat is niet allemaal dat we alle hier zijn. Maar dat is nu van de dag zeer leicht om met blijven wat hier zondag aangeht, besonders de aandagen. So, ik wil niet bis dat zijn, dat is natuurlijk, we hebben deze aandagen, we hebben die op Facebook en ook op YouTube en op onze website. So, wenn je dat verstaan, vielleicht heb je Kinder, Grootkinder, wat je dat wijzen kan, dat is op Facebook, dat is Church Plautdietsch, en dat krijg zo op YouTube, Church Plautdietsch, en dan kan je die aandagen allemaal horen en ook zijn. En die zijn toen, vielleicht, wenn je wel ook vrienden, je schwester die wijzen, dan weet je hoe die wingen kan. We werden van jou wieder gaan in onze Efeserbrief. En van jou is de tweede part van de aandacht, zo te zijn, wat we laatste zijn ook aanvangen deden. Dat is hetzelfde thema. Paulus redt een klein beetje, we zullen dat altijd uittrekken en dat niet aantrekken. We zullen dat zin te zien zetten en we zullen niet leven wat God ons geven door dat waar gebeurt, aantrekken en in dat leven. So van daar waar we dan zijn, wo wieder zal we leven, zoals nieuwe mensen, wat een nieuwe natuur hebben, wat door dat waar gebeurt komt. En dat kan zijn van deze morgens hier zijn er niet veel kleine dingen. En wanneer je in de orde steht, horen doen. We worden van deel van sexual dingen reden. Dat is een deze ervaringen, so wanneer je dingen hebt, vielleicht bist du nog een beetje oppassen. So we zijn van deel in Efezië kapitel 5, de eerste betwintigste vers. En hier redt hij wieder, wo hij in de vierde Kapitel reden deed. En hij vangt in de eerste vers aan de stad. Maar we aanvangen met je gebed. Lieve hemelse Vader, we zijn van jou zo dankbaar dat u ons de ware gebed schenken des, wanneer we naar die komen en we die aanroepen doen, zoals heiland en hart. En God, ik bid dat u ons van jou helpen, dat begrijpen, welke vrijheid we hebben, wanneer we in die leven. Die hast dat leichter gemerkt voor ons, die hast het leicht gemerkt voor ons, wanneer we ons aangeven doen naar die, dat we kunnen deze vrijheid leven. We kunnen deze nieuwe mens zijn. Niet wegen wat we doen hebben, of uit onze ene kracht, maar wegen wer du bist in ons. We beten voor jeder einer van jou, wanneer we vielleicht bedreigt zijn in hart, dat du wirst ons trösten, ons helpen, en dat du wirst ook ons riklich zijn met die genade. We beten dit in Jezus' naam. Amen. So in de eerste vers, kapitel 5, vangt Paulus es dit aan. Hij zegt, als God zijn lieve Kinder streeft am enelje te worden. So wat meint hij met streeft am enelje te worden? Dat Engeltje der even zaten, follow God's example. In orde wacht hem dat zijn, we würden kunnen zijn, do God know. We zullen God know doen. We zullen proeven zo te zijn als hij is. De eerste vraag wat we dan vragen zullen is, hoe kunnen we God know doen? Dat is in Efezië kapitel 5. Wat doen we dat we God know doen? En hier is een ding, we worden God niemals know doen kunnen, met wat we doen. Maar God zijn willen voor ons is dat we doen am no doen met wer we in hart zijn. We zullen ons hart aangeven naar God. Hij zegt in de nächste vers, hij zegt wat we no doen zullen. Hij zegt, heb zijn lijf een te anderen als Christus voor ons had. Wanneer we willen voeten, wat dat meint God no te doen, am no volgen, lijf is dat voorbeeld voor ons om no doen. Lijf is dat volkomen beeld wat het meint God te leven. En we moeten dan verstaan wat meint de Bijbel met lijf, wat we dat niet leven.
aber Leib, als wo das alle taub gebunden ist, so steht es wie Leben. Gott ist uns Gott gewesen, Gott ist Leib, Gott hat Leib nach uns gewesen, nu soll wie auch in Kraft seiner Weg andere Leib bewiesen. Und das ist der Untergrund, dann wo wir leben dann. Wir sind Christen, wir haben Jesus Christus angenommen, er fällt uns durch sein Geist, und dann wandel in das Leben, durch Glauben, und wo wir das bewiesen dann, ist, dass Gott in uns schafft, dass wir Tag für Tag Dollar und Däuper in Leib leben dann. 1. Johannes Kapitel 4, der 8. Vers sagt es dort. Wer nicht Leib hat, kennt Gott nicht, weil Gott es uns Gott. Weißt ihr, Brüder und Schwestern, wenn wir nicht Leib haben für einen Orden, dann haben wir das noch nicht gefunden, was Gott für uns getan hat. Dann leben wir noch nicht ganz wörtlich in der neuen Natur. Wir haben das alles noch nicht aufgetragen und nicht angetragen. Viele von Ihnen, die haben vielleicht abgewaschen oder die haben Büten geschafft und wir tragen seine Kleider an, das nennen sie Coveralls. Und das ist von unten bis boven. Und wenn ihr eine Schmied schaffen, dann viele von Ihnen kaufen, ihr wollt Kleider gegeben. Und dann hier boven ferken sie dort, wo ihr schaffen deuten. Und vielleicht noch ordnet sieht wie ein Nom. Weil ihr, wenn Gott uns so eine Kleider wird geben zum Antragen, was das würde anteken sein, das wird sein Leib. Dort erst wer wir sollen sein. Und was ist das Leib? Wo soll wir das Leib verstehen? Und das sagt es dort, in sein Leben für uns opfert, als entscheidet gerecht, an dem Gott sein gefallen hat. Jesus Christus gibt sein Leben für uns. Dort ist, wo er seine Leib bewiesen hat. So wenn wir dann, wenn dieser Leib wieder wiesen, und dieser Leib wieder leben, was tun wir das dann? Wie sehen Menschen dann an, so sollen was wir sollen tun? Wir wollen uns Leben geben für andere. Wir wollen nicht bis für uns selbst leben. Aber wir sollen einmal die Haupteinstellung haben, wo können wir andere tun? Wo können wir andere Gott sein? Und dass wir nicht bis für uns leben. So, das ist dann der Untergrund. Paulus steht hier und denkt, was ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Er fängt mal das Gaudet an, er sagt, das ist, was die wollen, Pfoten urschlecht. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das Gaudet verstehen, nu sagt das, schlägt das auf. Ich weiß nicht, wo ihr abwälzen deuten, aber ein Ding, was ich viel sein in uns Mennonitentum ist das. Uns wird gesagt, was wir nicht sollen tun, das nicht, das dort nicht, das ist artig, das ist schlecht, das nicht, das dort nicht. Aber viele von uns haben dort niemals begreifen, was soll wir wirklich sein. So das ist, was Paulus hier tut. Er sagt, ihr seid leibtollig, seid voll Leib. Und dort kann ihr dann verstehen, was wir sollen nicht sein. Und er fängt in der 3. Vers an, er sagt es das. Aber so, dass der Heilige Tag kommt, lot bei nicht einmal so viel als Hysterie, Unreinigkeit oder Jitz, der Red sein. So er fängt an, er sagt, er soll nicht so viel als von Hysterie sein in uns. So was meint Paulus mit das? Viele von Ihnen können bad Englisch und Deutsch verstehen. Und was ist dann, wenn das im Plautdietsch übersetzt ist, wenn wir auch Englisch verstehen, wir können noch ein bisschen ein Vorbild kriegen. Das Englisch sagt, dass wir nicht ein Hint of sexual immorality haben in uns. Das soll nicht nur recken, dort in uns Leben ist. Ein Hint meint, dass geht nichts von zu sein. Das ist, was uns Ziel soll sein. Wir sollen nicht mehr probieren, dich bieten kommen, dort wir in so einer Stadt leben. Wenn ich mit Menschen, die von Mennonitentum reden, von sexual Dingen,
Viele Menschen sein Antworten nicht von diesen Dingen vertalt oder geleerd, wenn sie jünger werden. Und ich glaube, viele von uns allen, wie weit nicht kriegt, wo sollen wir umgehen mit das? Und vielleicht habe ich auch so, ich würde sagen, wenn ich jünger wäre, mir wird nicht gelehrt, mir wird nicht gesagt von diesem Thema. Aber ich glaube, wo die Fehler fangen erst, wenn wir alle sind, da wird vielleicht ein bisschen von geredet, das soll wir nicht sein, das soll wir nicht tun, wir sollen von das wegbleiben. Aber ich glaube, in der Kraxener Weich ist Paulus hier anfangen, dass man das gaudet, und dann, wenn das gaudet, soll in uns Leben sein, soll wir das schlechte zu sehen sein, das soll ich denken, erst dann, was wir auch sollen tun, mit uns sexual Leben. Und dort ist das. Wir müssen verstehen, worum hat Gott uns gegeben. Weißt ihr, Brüder und Schwestern, Gott hat uns das sexual Leben gegeben, das Geschlechtsverhältnis, nur uns gegeben, das ist ein Geschenk. Das ist Gott, das ist rein und das ist ein Geschenk von Gott. Dort ist, wo wir anfangen sollen. Nicht, das ist artig, und dann lassen wir uns proben, trachten finden, mit was Gott ist. Wir sollen anfangen und verstehen, dass Gott hat was gegeben, was Gott reicht und rein ist. Und dann alles, was du besitzt ist, und was du weggehst von was Gott ist und reicht ist, dort ist dann Sinn. Dort ist nicht, dass Gott nie uns alle Sorten aufsehen wird. Doch nicht das, doch nicht dort, das ist nicht getätigt, das ist nicht gescheit. Gott sagt, das ist das Beste, das ist das Reine. Und nu lässt alles, was nicht dort gaudet und dort reine ist, dort zu sehen sein. Und dort ist, was er hier auch sein wird. Wir sollen nicht mehr so viel als Theorie in uns Leben haben. Wir sollen rein leben. Und was meint das rein leben? Wenn wir an das Geschlechtsleben reden dann. Und dort ist das. Dort ein Verhältnis zwischen Mann und Frau in ein befriedetes Leben ist. Dort ist Gott. Dort ist rein. Dort ist fein. Und dort ist getätlich. Alles, was besieht dort ist Gerechtigkeit. Dort ist Sinn. Und dort ist, was Paulus hier sein wird. Und ich glaube, wir denken an das sexual Sinn, da ist, was kann wir tun, was das Sinn ist. Aber Paulus sagt, das soll nicht mal irgendwas, so viel ist Theorie sein in uns. Wir sollen nichts von das in uns haben. Jesus redet in Kapitel 4 von Matthäus. Er sagt, wenn wir, und er redet noch Männer hier, aber das glaube ich als für früher auch, wenn wir andere anchecken dann mit Lust, haben wir die Eier gebrochen. Wir sollen ein reines Gedanken haben, auch das Poat von einem reinen Leben haben. Aber das ist ein Ding, wo wir, glaube ich, alle versucht sind. Und ich glaube, wir sind mal Redner, ihr weißt, was sein. Das sind zwei Sorten Menschen. Sondern was sein, sie haben versucht, gefeilt und sexual Gerechtigkeit. Und sondern was sein, die tun nicht und die lehen. Wir streben alle mit das, wir kämpfen alle mit das. Und wo können wir dann nicht so viel als Theorie haben in uns Leben? Ich glaube, hier sind ein paar Dinge, was wir können tun. Wir sollen nur abpassen, wo wir sind und mit wem wir kommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir mit Christen kommen, wo der reine Rede ist. Und wenn wir vielleicht Video oder TV kicken, dann, wir passen sehr auf, was in unsere Ehe kommen. Ich glaube, nach einer Woche, wo wir passen, dann, wo wir versucht worden ist, wir machen weit in ein Kleinbett, was uns Hintergrund in uns steht. Wo wir abgetrocknet sind und wo wir von Geschlecht gelehrt haben und vielleicht wo andere uns vernichtet haben, dort der Fergen in Ändernissen anschaffen, dort wir das nicht kann recht verstehen. Und dann erst das leichter, dort so uns
verseken dat met wat niet recht is. Ik geloof naar een weg wat we kunnen bis op de rechte weg blijven, is wie in ons verhältnis met ons partner en wanneer we niet bevriend zijn met onze vriend, een klein beetje mitteilen, wanneer we verzorgd zijn. Niet wanneer we Fehler haben, aber wo we kämpfen dann damit. En ik geloof, een van de grootste wegen, ik zie dat eerst, is wo we rein leven dan, is wie zijn onszelf der woord heeft. Dat we dan damit kämpfen. Dat we wel rein het leven führen en dan brengen we dat naar God. En dan in de nächste vers, in de vierde vers, redt Paulus wieder en hij redt nu van onze Red. Hij zegt, we zullen nicht schlechte Leid haben. In vierde vers sagt es dit. Je zal nicht schoon worden en nur een hoofdje Red haben. En nicht Domheid drijven, der je nicht onsteht. Wat voor een Red hebben we als Christen? Wat voor een Red zal we hebben? We zullen een Red hebben wat stemmen deed met lijf. Als dat meerlijk lijf van Mensch hebben en dooraan met wat we zijn van ent? Als dat meerlijk lijf hebben en Mensch goud zijn en ons spotten, zo tom entstijten? En dat is wat Paulus hier zijn deed. We zullen niet schon bij de Red hebben. We würden in een andere weg kunnen zijn, schwindje Red. Oder Red wat ons schon liggen deed. Of een Red wat ons het vernichten deed. Hoinsche Red. Uitholen over dingen. En dan brukt hij dat, hij zegt nur een hoofdje Red. We würden kunnen zijn dat als laadje Red. Dat als Red wat nutzen deed. En dan niet met domheid drijven. De Engelse deed het even zaten, coarse joking. Zo spoos gaan wat niet reine spoos is. Je wordt met kjanen down bed, je weet dat eigenlijk zeer te sposen. Ik zijn, geloof ik, een klein beetje een frauds. Meer het zou zijn. En ik weet vele van jullie zijn met fraudsen. Je gaat dat geen spoos merken. Aber hij zegt dat spoos merken is goud. Aber we zullen niet een spoos hebben wat domheid drijven deed. We zullen liever een spoos hebben wat een oren opbieden deed, dat we vriendelijk en schaftig kan zijn. Dat het schijnt voor Christus te leven. Ik denk een klein beetje aan Filipper kapitel 4, de 8e vers. Hij zegt es dit in de vers, hij zegt, dan te Gode laat, Brüder, wat waarheid is, wat te achten is, wat gerecht is, wat rein is, wat liefdollig is, wat einen Gode Raub heeft Gode Eigenschaften heeft, wat te loven is, doe met, je auf in de jene gedanken. Weet je wat we zijn? Dat komt dus uit aan wat we denken. En Paulus leert in Filipper, wo we reine Red hebben, is dat we blijven bezound in onze gedanken wat recht, wat rein, wat goud is. En wat in onze gedanken is, dat wat uitkomt door onze Red. Dan zegt Paulus ons, Jesaja 3, in 5 tot 7. Hij zegt es dit in de 5e vers, hij zegt, wilt je weten sagen? Hij vangt aan, hij zegt, nu horchman. Dit wil ik aan je zullen begrijpen. Zo'n mensen hebben keine Ondeel aan Christus en aan God zijn Rijk. Zo'n mensen wat zich ganz aangeven doen, wat God te zich schuiven doen, sondern wat zijn ze aan Christus aangenomen. Ober de weg vrijwillig in deze soort zin leven doen, die bewijzen dat ze niet in Christus zijn. Ik geloof, we moeten een beetje stilhouden in ons de wat onderzoeken. Niet in zo'n weg wat we ons zelfs verdommen doen. Dat is niet wat Paulus hier leert heeft. Maar we zullen stilhouden, ons no zijn, wo stoe ik met God.
Und wenn wir in so einem Leben leben, dann wo wir uns nicht nur Gott hingegeben haben, aber leider nur Sinn hingegeben haben, dort beweist, wer uns Herrn ist. Dort ist allmählich, freiwillig in Sinn zu leben und dann sein, wie hat den Jesus Christus das Herrn. Dort ist nicht, dass Jesus Christus uns Herrn ist, Sinn ist uns Herrn, wenn wir so leben dann. Und wer so leben dann, dort ist nicht dort mit, was sie tun, die Ewigkeit verlieren dann, die dann etwas beweisen, dass sie die Ewigkeit nicht haben. Wir sollen wirklich das begreifen. Und dann sagt er in der 6. Vers, lot ihn dort nicht verleiden, der laat je wird. Du sehnt so eine, du sehnt so eine Lieder, du sehnt so eine Menschen, unsere Kirchen, was sein, das sind, das schaut nicht. Wir sind unser Gott seine Gnade. Gott ist live. Die Dinge sind alle so, aber er sagt hier, lot keiner ihn verleiden, mit laat je wird. Wer noch nicht in Christus hat gekommen, der sind betont und verjäft und ein neues Leben kriegen von Jesus Christus. Lot keiner ihn verleiden, sondern Menschen haben dort Gottes Recht nicht. Das meine ich, dass wir nicht uns sollen vernichten und rauffahren, aber wir sollen das begreifen. Das ist wichtig. Das ist Ewigkeit. Lebe für Jesus Christus. Und ich sage nicht, die Bibel lehrt nicht, dass wir uns dort verdienen, mit was Gott wir leben. Das ist bloß durch Gnade. Aber die Gnade wird sich bewiesen, durch was wir leben. Und dann sagt er wieder, er lot ihn nicht verleiden, der laden wird. Weil es gerade durchwegen kämpft Gott seine Euer über die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Gott seine Euer, der ist und die sind. Wenn Gott ist gerecht, Gott ist rein, Gott ist vollkommen, Gott ist perfekt. Und sein Euer kämpft jene sind. Und das ist einmal drauf klar zu merken, wir brauchen nicht unter der Euer sein. Wir können nur Jesus kommen. Wir sollen nur Jesus kommen und freuen, dass Jesus Christus uns die wahre Geburt schenken wird. Und wenn wir Christen sind, wir sind nicht mehr unter der Euer. Aber wir müssen sein, dass wir Dollar und Dollar in dort nicht Natur leben, leider ist dort alles. Und dann, dass er in der 7. Vers sagt er das, haben nichts mit seinen Menschen zu tun. Das meint nicht, dass wir nicht Freunde haben, die verloren sind. Das meint nicht, dass wir andere off sein oder schlecht behandeln, wenn sie nicht Christus nachfolgen. Aber was Paulus hier sagen wird, wer wie Freund mit sein, als wer wie wollen sein. Wer wie mit Zeit nehmen dann, als wer wie wollen wirklich Dollar und Dollar lecken. So wir sollen nicht mit so einer Taub kommen, Amma, so dort dieses antworten, sondern was in Sinn leben dann. Sich hingeben dann Sinn. Und ich meine nicht bis mit was sie tun, aber wer sie in von Hort sind. So das ist, was wir nicht sollen tun. Und dann 8:14 lehrt Paulus uns, wer wir sollen sein. So das ist, war da so verbunden, das ist das alte Natur. Und das ist das neue Natur. Nu leben in der neue Natur, wenn ihr Christen sind. Der 8. Vers sagt es das. Euch lebt ihr auch im Düsteren. Aber nu hat Gott in jünt Licht abdachen lassen. Euch lebt es das. Dort wird Paulus hier sagen, dass wer es das leben wird, die wollen Gottes Recht nicht oben. Dort ist, wer wir wären. Wir leben in Sinn. Wir leben in Düsternis. Er sagt, ich lebe so. Aber nu hat Gott ihnen den Licht abgedacht. Und wenn ich reden, in der Bibel hier sagt von abdachen, das Licht, das dacht ab in uns, viele von ihnen können das verstehen. Die wenige wo das düster wäre nicht, die können das Wort halt nicht verstehen. Und dann kommt Gott und er mögt das klar und dann dacht das ab. Und die können auch vielleicht krack denken, wenn wir hier wären. Und dann wird von der Zeit das wir. Und die Wort das wird klar. Ich kann Gottes Kind sein.
Ich kann mich bekehren, zodat ich dort weet dat ich das ewig Leben habe. Das Licht, das dacht ab in uns. Und dann redet er ein klein bisschen, das Licht bringt Goudet. So, das ist, was Paulus durch diese Erfahrung lernt. Das ist nicht, dass wir das Goudet erst tun, und dann kommt das Licht. Das Licht kommt erst, und dann kommt das Goudet von das Licht. Was Gott in uns tut, das Frucht von dort ist Goudet. Er sagt wieder in der 9. Vers, das Licht bringt Goudet, Gerechtigkeit und Wahrheit für ein Tag. Dort, was Goud ist, dort nicht Natur, dort bringt das Goudet raus. Licht ist so, was Dinge für einen Tag bringen wird. Die sind vielleicht mal in Keller gegangen und je weet nicht, was da unten ist und was da war. Wir sehen von Licht, dann merkt wir das Licht an, so dass was da unten in Dienstnis ist, kann für einen Tag, dass wir sein können, was da ist und wo wir gehen können. Dort ist, was Gott in uns tut auch. Er bringt dort, was in Dienstnis ist, für einen Tag durch das Licht. Und dann in 10. Vers sagt, proef dat te leren en te doen wat den Herrn gefällt. Hier will ich weiter sein. Dort doen, dort leren, was Gott gefällt, dort ist nicht der Weg, wodurch wir die Rettung kriegen. Dort ist ein Beweis, dass wir begreifen, was die Rettung ist. Dort ist der Beweis, dass das Licht für ein Tag gekommen ist in uns. Aber wir sollen einmal fragen, wo kann ich Jesus Christus gefallen? Wo kann ich leben, das ihm dort gefällt? Und ich lebe in Vergleichnis an einem Beispiel, was wir das leicht kann verstehen, als es steht. Wenn wir befreit sind, wir tun so eine Dinge, was uns Partner gefallen wird, nicht wegen wir werden befreit bleiben, aber wegen wir ein Mensch Gott sind. Wir werden Jesus Christus dort tun, was ihm gefällt, wegen wir am Gott sind. Dort ist die Frucht von dort ewiges Leben, was Gott uns geben wird. Das war die Geburt. Und das ist ein Ding, was mir wichtig ist, wenn ich sehens habe. In Exodus vorder ich kom fertig kart. Gott kommt nicht kart. Aber meine sehens, die gleiben fertig, wenn Gott vorder ich sein. Und sie weiten, dass ich an Gott sein. Aber sie tun fertig Dinge, was mir gefällt. Wenn sie wollen Gemeinschaft, sie wollen Verhältnis haben mit mir. Und so soll das auch sein mit Gott. Wir tun das nicht, dass wir kann ein Verhältnis haben mit Gott. Wir tun das so, dass wir kann ein tieferes Verhältnis kriegen mit Gott. Und dann auf der 13. Vers sagt, wir sollen nichts tun mit unfruchtlichen Worten, die von den Diensten kommen, statt der Leber für den Tag. So das meine ich, dass wir Hunks sind mit Sinn für den Tag bringen. Leider ist das was mit Seedsaten in unser inneres Leben, wir sollen das leider für den Tag bringen, wo der Sinn ist, so dass Gott der abnehmen kann. Und dort ist der Gerechtigkeit, in der 14. Vers sagt, dort Sinn für den Tag kommt. Wir sein, wo der Goudet ist, wir leben in der Goudet, und wenn wir dort sein, wo der Goudet ist, dann können wir dort für den Tag bringen, wo das schlechtet ist. Meine Frau, die schafft 5 Jahre an der Bank, und sie schafft mit Geld. Und je weet noch vielleicht, dass das Geld, was nicht echt ist, was macht, das ordentlich Geld ist. Und wenn wir was Geld nachbringen, Christina kann klar sein, was das wirklich dort echtes Geld wird und dort was nicht echt wird. Aber wo können sie dort lernen sein, was dort echtet wird? Jeder Tag schafft sie mir dort. Dort kein lernen, sie können feiern, das ist dort echtes Geld. Und dann wieder so, was nicht echt wird, so schwindet sie dort eine Hand hat,
Dann wisst ihr, dass wir nicht achtet Geld. Warum? Sind wir bekannt mit dort, was acht wir. So erst auch mit sind. Wie sollen weiten, was dort achtet, Gerechtigkeit ist. Und wenn dort sind, noch uns kommen wird, wir weiten dort erst nicht acht, wenn wir mit der Gerechtigkeit bekannt sind. Und dann 15, was finde ich, es lehrt er uns. Er sagt, wir sollen wer sein, mit wo wir leben. Er hat ein klein bisschen gewesen, was dort alle Natur ist und wo wir nicht sollen leben. Er hat uns gewesen, dort Licht, wo wir sollen leben. Und nun sagt er, wir sollen wer sein und wo wir leben. Er sagt in der 15. Vers, er sagt, seht vorsichtig. Wir sollen wer sein. Wir sollen reit sein zum recht leben. Dort jeder das Leben gehen als kluge Menschen. Und nicht als Sonne, die nicht weiten, was die Sache hier. Wir sollen als kluge Menschen leben. Wo leben wir als kluge Menschen, sagt hier in der Vers, sagt uns. Nutzt die Zeit aus, weil es dort als eine schlechte Zeit. Wo leben wir als Menschen, die vorsichtig sind, das Wesen? Wir nehmen die Zeit, was Gott uns schenken wird, und wir brauchen die Zeit recht. So, was meint das für uns als Christen dann? Wir sollen die Zeit brauchen, was für was recht ist, und was Dinge nutzen wird, live abführen wird, und dort ist, was Wesen ist, und wir sollen dort zu sehen sagen, was nicht nutzen wird, und dort Zeit brauchen vor, was Gott ist, und loten die Zeit nicht zu nichts gehen mit den Dingen, die nicht gut sind. Ich glaube, wenn ich mein Leben noch sein darf, und ich weiß, wir sind alle die Menschen, wir wohnen in einer Welt, wo es so leicht ist, Zeit wegzuschmieden. Und ich glaube, ein von den Wegen, was wir tun, wir setzen auf uns Phone, wir kicken auf uns Phone, wir haben Phone meist einmal in unserer Hand. Oder wir haben Dinge, die nicht wirklich uns jährlich nutzen wird. Und wir schmieden fertig sie für Zeit weg. Weil er sagt, wir sollen wer sein, wir sollen vorsichtig sein, wir sollen in dort gute Zeit, wir sollen in der gute Zeit leben. Und dann sollen wir ausfinden, was Gott sein Willen für uns ist. Was ist Gott sein Willen? Der 18. Vers, 17. und 18. Vers sagt uns, was Gott sein Willen ist. Er sagt, und bedringt ihr nicht an Wein, wodurch ihr die Kontrolle über euch selbst verlieren. Und hier ist, was dort wird, Oba. So, das ist das Aulet, mit Wein uns bedrinken. Was soll wir leben? Oba. Wort voll von Helden jest. Wir sollen leben, es uns loten von anderen Dingen kontrollen. Wir sollen leben, uns loten von Gott kontrollen. Dort ist Gott sein Willen. Wir sollen in 17. Vers sagt, wir sollen dort finden, was Gott verlangt. Und was verlangt Gott von uns? Dort der Helden jest uns kontrollen wird. Dort er uns leiden wird. Warum ist es artig, dass uns bedrinken mit Wein oder irgendein Alkohol, irgendein starken Trink? Warum ist es artig? Wegen dann sind wir nicht mehr unter Gott seine Kontrolle, aber wir sind unter der Wein seine Kontrolle. Wir sollen so leben, wo wir immer in klare Gedanken haben, so dass wir können unter den Geist seine Kontrolle leben. Wir sind handgegeben nach Gott. Und dort ist, wo wir in Gott sein, in seinen Willen leben. Ich finde das sehr interessant. Ich kann da vielleicht auch in der englischen Sprache, welche starke Trinker oder Drink, da wird in Spirit genannt. Wir würden auch gerne sein, wenn du vielleicht ein starker Alkohol in Drink hast, dann nennt dort in Spirit. Dort gleich even sagen, als dort als in Jes, was wir trinken.
Dat is interessant. Wir sollen uns von hellen Jes fällen en laten drijven en controlen. Leider is dus een orende Jes, sterk en drink. En ik weet, man kan mij niet doen, er zijn vele wat onder deze Jes kampen doen. Aber de frieheit van den onwaarheid. Dat is door Jezus Christus en van den Heiligen Geest zich laten controleren. So, wat komt dan uit? Wat komt van dessen leven dan uit? Hij heeft gezegd, we zullen dat alle te zien zetten. We zullen dat niet aantrekken. We zullen zo leven zodat we God gefallen doen. Wat is dan dat wat hieruit komt van zijn leven? 19 en 20 vers leert ons. Reed einen Ornen met psalmen en zingen en geestje Lieder. Zingt en speelt im Hort den Herrn te ehren. En dank in alles aan Gott, den Vater, voor alles in Jezus Christus, unseren Herrn sie noemen. Wir wollen Gott loben, wir wollen am preisen. Wir wollen ein Ornen abbieten, wegen was Gott in uns getan hat. Reich gestalt zijn in Hort. Reich angestalt zijn in Gedanken. Dat bringt uns allemaal naar een stad, wo wir so leven doen, dat wir Gott ehren doen, en am danken doen, en am loven doen. En dat is de teken, dat Gott in ons schaffen deed, met de nieuwe natuur, liever als de oude natuur. So, in Schluss. Wanneer wir dat begrijpen doen, wanneer wir dat denken doen, welke grote gouden nodig we hebben in Jezus Christus. We denken een klein beetje aan de nieuwe prijs wat Jezus Christus heeft getold, om ons te redden. En we dat verstaan dan wanneer dat een leven heeft voor ons. Weil we werkelijk in een onderweg leven, is handgegeven zijn aan Jezus Christus. Niet in een weg waar we ons verdommen dan, wo we kort komen. Maar waarom wil we ons niet wel handgeven naar Jezus? Denk om wat God hij ons is. Denk een klein beetje aan wat diep zijn genood is voor ons. Waarom wil we zijn kracht willen afzien? Waarom wil we zijn leven willen afzien? In leven is dat in zijn leven. Ik wil ons van der ermoedigen. Waar we naar Jezus kijken. Waar we streven om Jezus met een ganz handgegeven hart naar volgen. Dat zin te zien zaten. Dat oude natuur, dat diesen is woan we leven eerst, te zien zaten. En vooruitchecken. Jezus Christus nog te volgen. Waar we sluiten met een gebed. Jezus Christus is nog veel meer in deze version wat ik woord aan kon zijn. Gott, die verlangt van ons een rein leven. En die verlangt een rein leven van ons, wegen die hast ons losgekocht van de dingen. En God, ik bid dat we worden mensen zijn, wat worden dat bewijzen wat die in ons is. God, ik bid ook voor jeder einer van deel, wat vielleicht nog kamp van dit. En pleits kamp van dit, met zin. God, ik bid dat zij worden dat kan openbaren aan die. En verhelp vrouwen van anderen wat enthalten willen. We zijn zo dankbaar, God, voor de radung, de eeuwig leven wat we durch die hebben. We bidden dit in al die heilige naam, Jezus Christus, zijn namen. Amen.